Hey, willkommen zurück auf meinen Kanal. Freiganstock wieder hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute stelle ich euch die Marc Gebauer Düfte vor. Air Tiger und Orange Flamingo. Ja, viele haben mich ja seit langem gefragt, stell die Düfte doch mal vor. Wir haben sie zwar schon gesehen, aber stell du sie noch mal vor. Ja, und das mache ich jetzt. Aber bevor ich das mache, erstmal vielen Dank an Marc Gebauer und auch an Herbert Stricker, die mir die Düfte zur Verfügung gestellt haben. Und natürlich ein nochmal größeres Dankeschön an Marc Gebauer, der mir vor allen Dingen auch schön noch was anderes dazu geschickt hat. Zum Beispiel wie Popcorn. Sehr, sehr nice. Da liegt die Betonung auf nice, wie der Doc immer so schön sagt. Und das kann ich im Endeffekt auch zu den Düften sagen. Warum? Das werdet ihr gleich erfahren. Bleibt dran. So, willkommen zurück. Ja, ich fange mit Air Tiger an. Air Tiger. Der Flakon schlicht gehalten, grün, bräunlich so, aber stabil. Auch der Deckel sitzt fest drauf, sehr cool. Und hier Marc Gebauer Schrift und das Logo. Und ich finde die Grafik mit den Tiger doch wirklich sehr, sehr nice. Auch da liegt die Betonung auf nice, wie der Doc immer so schön sagt. Und ja, zum Sprüher top, kann ich nur sagen. Und das wird jetzt bis morgen hier im Raum bleiben. Weil das ist absolut auf die Fresse. Absolut auf die Fresse. Das ist ein Duft, und das sage ich nicht nur, weil ich die jetzt vom Marc bekommen habe. Nein, ihr kennt mich. Leute, die von Anfang an dabei sind, wissen, dass ich authentisch, real bin und immer die Wahrheit sage. Wenn der Duft jetzt Mist wäre, würde ich das auch sagen. So, das ist Fakt. Aber kann ich nicht sagen. Und hier hat Marc nicht zu wenig versprochen. Er hat gesagt, er bringt Düfte raus, die Power haben. Und er hat Düfte rausgebracht, die Power haben. So, und zwar richtig Power. So, hier kommt eine Würzigkeit, finde ich persönlich, so extrem ins Gesicht oder in die Nase, wie auch immer. Kardamom, definitiv Kardamom ist absolut, ja, stark penetranter. Wacholder dann, also Kardamom, Wacholder nehmt ihr wirklich, also extrem wach. Wer das natürlich nicht mag, schwierig, weil es vor allen Dingen sehr stark ist. Aber dann kommt noch die sizilianische Zitrone raus oder zum Vorschein, so leicht im Hintergrund. Da geht noch mal Grüße raus nach Sizilien, La Familia. Und ja, ich muss sagen, wow, ich mache das. Ich habe so ein bisschen so, wer den Duft von Klaus Kinski kennt, das ist jetzt nicht ähnlich, aber wer den kennt, der ist auch so Cannabis, krautig, hier ist kein Cannabis drin, ne? Aber das ist schon nicht ähnlich, aber das hat auch so einen Touch. Da kommt auch nicht so jeder gegen an, aber ich finde den Klaus Kinski Duft, Kinski heißt er auch, sehr, sehr nice. Und der ist ähnlich. Die Zitrone, wie gesagt, ein bisschen wirklich so im Hintergrund, sonst wirklich Kardamom und Wacholder auf die Fresse, sehr, sehr stark. Dann kommt Iris und Cedar und Patchouli. Gleich vorweg, ich muss auch sagen, dass viele sagen, der soll ähnlich sein mit Interlude Man von Amorage. Ich habe den auch, das ist einer meiner Lieblingsstifte, vor allem von Amorage. Ich finde aber, das kann sein, dass Marc gesagt hat, ich finde den auch gut und will so ein bisschen, was so ein bisschen im Hintergrund mitschwingt. Ich finde jetzt, wenn man sie gleich testet, dass sie nicht so viele Ähnlichkeiten haben, schon da, aber der Interlude Man ist schon noch etwas anders und deswegen kann man beide, meiner Meinung nach, in der Sammlung haben. Ja, wie gesagt, krautig, wie gesagt, dann kommt die Iris. Ich finde, da ist die Iris ganz entspannt, ganz wenig, also nicht so pudrig. Hier bleibt einfach immer noch sehr stark das Kardamom am Anfang und die Würzigkeit, Krautigkeit, wie auch immer, sehr stark, ja, sag ich mal, präsent. Und dann kommt langsam das Leder. Im Mittelteil aber noch. Im Mittelteil sind wir noch. Wir sind schon so lange im Mittelteil bei diesem Duft. Wir sind nicht sofort in Dry Down, in der Basis nur. Da braucht man schon ein bisschen länger, bis man da ist. Und man merkt das, aber alles irgendwie perfekt zusammengemischt, weil das ist nicht so unbedingt ein Lederduft, das ist nicht unbedingt ein Krautduft, das ist nicht unbedingt ein moosiger Duft, das ist nicht unbedingt ein rauchiger Duft, alles zusammen, so dass das immer auf ein so ein Ding basiert. Nein, das ist alles perfekt zusammen. Da kommen wir auch gleich zu dem Punkt. Rauchig ist er natürlich auch. Das passt aber alles, aber richtig stark. Dann zum Schluss kommt Amber und das Holzige und es ist einfach wirklich auf die Fresse. Jetzt fragt mich nicht, wie viel Stunden Haltbarkeit.
lange. So einfach lange. Und wenn ihr die auf die Klamotten sprüht, dann habt ihr da Tage was von. Und Ausstrahlung, ihr werdet wahrgenommen, definitiv, das ist kein Büroduft, ne, Leute, das ist wirklich kein Büroduft, weil ihr könnt vielleicht mal einen Sprüher nehmen, okay, und dann geht dann los, ihr habt da was von, der ist wirklich stark. Also das ist also er gehört zu den stärksten Düften in meiner Sammlung, definitiv. Ja, Punkt. Eigentlich kann ich ja Punkt machen, weil es ist einfach Fakt. Ich weiß nicht, ob da jetzt, ich müsste das alles mal testen. Ich werde demnächst mal vielleicht so ein Video mal machen mit Powerdüften, Powerhouse, aber richtig Powerhouse. Jetzt nicht so, ne? Und da wird er definitiv mit bei sein, das kann ich jetzt schon sagen. So, jetzt kommen wir zu den Orange Flamingo. Ja, im Endeffekt derselbe Flakon, nur in Orange gehalten, finde ich persönlich ein bisschen besser. Und der Flamingo ist natürlich auch, ja, coole Grafik, gute Idee. Ich bin gespannt, was übrigens noch kommt, wenn er noch mehr Düfte rausbringt. Ja, der Deckel auch wieder fest und ein guter Sprüher. Und jetzt kommen wir zu einem Duft. Den habe ich getragen, wir haben ja jetzt so ungefähr 21 Grad, den habe ich getragen, ich musste wieder zum Zahnarzt, weil, ne, nachkontrollieren und so weiter. Ich finde den, und jetzt kommt's, ich finde den stärker als Air Tiger. So, jetzt fragt ihr euch, geht das überhaupt? Ja, das geht, weil in der Ausstrahlung Silage finde ich den stärker. Punkt. Und das ist ein frischer Duft, der ist, wie Marc sagt, er wollte das ja, soweit ich das weiß, einfach frische Wäsche. Ihr müsst das so vorstellen, ihr sitzt neben, die Wäsche ist neben euch aufgehangen und dann riecht sie nach Orange, einfach frisch. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Geil. Absolut geil. Und dann mit Power. Endlich mal mit Power. Es gibt ja wenige Düfte, die im Sommer, die sind ja alle nach 2-3 Stunden weg. So, kostet viel Geld, aber sind nach 2-3 Stunden weg. Nicht alle, ne, nicht alle. Da gibt es auch welche. Aber das hier, keine Ahnung, 15 Stunden, 16 Stunden und absolut auf die Fresse. Ihr werdet von 20 Meter wahrgenommen. Das ist ein Hammerduft. Und ich finde persönlich, viele würden, oder habe ich gelesen, sagen, ist langweilig, weil nur frisch. Ja, Leute, aber was wollt ihr haben? Das ist doch gerade mal das. Orange, gut, wer natürlich keinen Orangengeruch macht, ist fehl am Platz. Aber sonst einfach frisch, fruchtig ein bisschen, und dann die Orange einfach sauber clean zu riechen. Büroduft, perfekt. So, sehr stark. Vorsicht, nicht 1, 2, 3, 4, 5 Sprüher und wenn ihr dann sterbt eure Nachbarin, die neben euch sitzt oder so. Also das geht auch nicht. Aber sonst, Hammer, ja, also da habt ihr was von. Da habt ihr einfach was von. Orange, Orangenblüte ist am Anfang, das merkt ihr einfach. Die Orange ist hier, deswegen ja auch Orange Flamingo, ist einfach der Hauptpunkt. Punkt. Und den nehme ich die ganze Zeit wahr. Meine Frau hat gesagt, ich rieche, also so, wenn man dran riecht, hat sie gesagt, richtig Orange. So unterwegs hat sie die Orange nicht so gerochen. Ich habe sie immer wahrgenommen, aber sie hat nach Stunden noch gesagt, mein Gott, du riechst einfach, der Duft ist immer noch da. Also der hält wie Kleber. Bergamotte, Rose, Maiglöckchen kommt dann. So ein bisschen blumig ist er ja auch. Ein bisschen passt einfach perfekt. Weißes Hemd, Polohemd, Anzug natürlich. Einfach auch unterwegs. Hobby, der passt überall, finde ich. Das ist ein ganz Jahresduft, auch weil er ist so stark, der wird ich freue mich schon, im Winter den zu tragen, bei minus 20 Grad, wollte ich gerade sagen, so kalt wird es jetzt hier oben nicht unbedingt immer, höchstens mal vielleicht mal eine Nacht, aber so bei minus 5 Grad, im Schnee vielleicht, da kommt der richtig nice, das kann ich jetzt schon sagen, weil viele Sommerdüfte im Winter sehr gut kommen und dann dieser hier, Endstation, wie ich immer so schön sage, hier ist so Endstation, also bei diesen beiden Düften ist komplett Endstation, was Haltbarkeit und Silage angeht. Also da gibt es nichts zum Meckern. Und wer hier, das habe ich gelesen, wer hier bei der Haltbarkeit und der Silage eine 7 gibt und 6, ich weiß, dass eine Haut bei jedem anders ist, habe ich oft erwähnt. Moleküle, wie man schwitzt und so weiter. Aber ganz ehrlich mal auf gut oder auf Norddeutsch gesagt, es ist absolut scheißegal, ob du hier schwitzt oder nicht. Der Duft hält. 3 Wettertaft. Ja.
Ja, so ist das ungefähr. Ihr müsst euch, Mann, wirklich so. Und das ist, ich muss das so hochloben. Und ihr wisst doch, ich liebe starke Düfte mit super Ausstrahlung. Ihr wisst ja, dass ich in der Vergangenheit so viel gemeckert habe über Düfte, die einfach nicht halten. Wie gesagt, da gibt es auch einige zwischen, so wie den Blueberry Hero. Das ist eine reinste Katastrophe. Das ist ja auch nicht so günstig. Und wenn dann ein Duft 2 Stunden, 3 Stunden hält, da kann man dann schon ein bisschen böse werden, weil das geht eigentlich nicht. Und das frage ich mich, was in den Birnen der Leute, die diesen Duft kreieren, vorgeht. Außer das, nehmen wir das mal weg. Was geht, haben die keinen, man muss doch so wie Marc, wenn der sagt, ich möchte einen Duft haben, der so und so riecht. Gut, man muss natürlich die Leute, die den auch dann produzieren und so weiter, das ist natürlich klar, da muss was Ordentliches hinterstehen. Hier steht was Ordentliches hinter, ist klar, brauche ich nicht so betonen. Und dann kriegt man auch das. Aber wenn man irgendwo, keine Ahnung, ich finde das fürchterlich, überlegt doch nochmal, 3 Stunden Haltbarkeit für einen Duft, der 80 € kostet. Oder jetzt kommen wir wieder zu Creed zum Beispiel, noch teurer, Haltbarkeit fast, ja, was ist das für so ein Duft? Das geht nicht. Und deswegen, das ist jetzt hier nicht, oh ja, hier Marc Gebauer Düfte und, nein, sie halten 1,5 Tage, haben eine Ausstrahlung von hier bis nach München, so, von Hamburg bis nach München, so nach dem Motto, ihr werdet wahrgenommen. Ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, das muss jeder für sich selber wissen. Natürlich ist das vielleicht nicht immer gut, wenn man komplett, meine Frau zum Beispiel sagt, also nicht, es kann mal einen Duft geben, aber auf Dauer findet sie Düfte gut, die irgendwann dann mal ein bisschen ruhiger werden, weil man kann nicht zum Beispiel beim Essen gehen. Da muss ich sagen, vielleicht ist das, da ist ein kleiner Abstrich, dass man vielleicht mit den Düften nicht unbedingt essen geht. Kommt auf an, ein Sprüh oder so, weil ihr riecht dann, wenn ihr da esst und dann ständig den Duft riecht, dann ist es ein bisschen penetrant hart. Das ist der Nachteil vielleicht an Düften, die wirklich auf die Fresse sind. Aber sonst, so, ein Duft kostet Geld. So, gehen wir jetzt mal davon weg, der kostet ja ein bisschen mehr, klar. Aber da habt ihr was von. Und die meisten meckern ja immer, ich will endlich Haltbarkeit, ich will dies, ich will jenes. Ja, da habt ihr das beide. Ihr habt wirklich gute Düfte. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Hier habt ihr jetzt einen würzigen, starken, ja, öligen, krautigen Duft mit Air Tiger und eben einen frischen, richtig frischen, orangigen Duft mit Orange Flamingo. So, Sommerduft, Ganzjahresduft, Orange Flamingo, Herbst, Winter, Air Tiger. Ich bin wirklich gespannt, was da noch kommt von Marc Gebauer. Wenn das so bleibt, wenn dann eine Reihe rausbringt, keine Ahnung, 4, 5 Düfte, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch mit farblich und überhaupt und auch das mit den Tieren beibehält, ist das eine geile Idee. Ist das eigentlich eine geile Idee? Das finde ich ja so geil wie an Zoologic, Zoologist, wie auch immer. Ich finde einfach die Idee gut, da geht's, das ist noch eine andere Kategorie. Da geht's ja um die Tiere, um die Umgebung und so weiter. Ich will jetzt hier nicht abschweifen, aber so, ich kann zu diesen Düften nur Daumen hoch geben, in dem Fall wirklich gut. Und ich hoffe, in ferner Zukunft, da kommt noch was und es bleibt einfach so, weil das ist Hammer. So gehören sich Düfte, das ist meiner Meinung nach Power, Power, Power. Und nicht wie, was weiß ich, viele das versprechen oder auch nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist Dampf. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war ein Review zu Marc Gebauers Düften, Air Tiger und Orange Flamingo. Und ja, ich werde die unten verlinken. Schaut mal rein. Und dann macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Fragrance Talk.